Also wer es nicht mitgekriegt hat, ich war ja die letzten Tage bei Playa und ja, da haben wir vieles getan, vieles gemacht, viel geredet, viel gesehen vor allen Dingen auch. Also sehr viel gesehen, schon, wann waren wir das letzte Mal live? Montag. Montag waren wir das letzte Mal live gewesen. Ähm, ja, also ein paar von meinen Streamer-Kollegen, die konnten ja die Möglichkeit nutzen und halt eben dort vor Ort halt eben streamen, von Playa Games aus halt so. Ich habe mir halt so überlegt, sollte ich das auch machen, weil auf der einen Seite habe ich schon Bock zu streamen, auch gerade von Playa Games aus. Auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, ey, guck mal, das war auch der Grund gewesen, warum ich persönlich jetzt nicht gestreamt hatte, beziehungsweise warum man mich da jetzt nicht so auch häufig live gesehen hatte. Ich war kurz im Official zu sehen, ich war kurz bei Chase im Stream dabei gewesen. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist, streamen kann ich ja immer. Also ich kann immer die ganze Zeit streamen von zu Hause aus so. Und was bringt mir das jetzt, bei Playa Games dort 2, 3, 4 Stunden zu streamen? Weil im Prinzip mache ich dort dasselbe, wie ich jetzt hier von zu Hause aus auch mache. Also ich stream halt einfach und spiele ein bisschen Shakes and Fidget. Das Einzige, was man sagen kann, ist, ey, ich habe von Playa Games aus gestreamt. Weil, was ist der Unterschied am Ende des Tages? Wir haben einen anderen Background da. Ja, da ist irgendwie ein Hintergrund von irgendwas aus Ingame oder so, ne? Irgendein Ingame-Hintergrund als Poster. Aber ansonsten hat man ja nicht viel im Stream von Playa gesehen. Ne? Außer, dass man halt mit ein, zwei Streaming-Kollegen dort dann im Stream zu sehen ist. Aber diese 2 Stunden, vom Inhalt her wäre es ja quasi identisch gewesen zu dem, was ich jetzt mache. Hätte man jetzt gesagt, okay, man kann irgendwie bei Playa Games rumlaufen und dort so Livestream und alles im Stream zeigen, okay, wäre was anderes. Aber im Prinzip hat man da seine Station, seine Cam, seine Bildschirme, Mikro und es ist nichts anderes, als wenn ich von hier aus streamen würde. Ne? Außer, dass man halt eben sagt, okay, man hat von Playa Games aus gestreamt und der Background ist ein anderer. So, ne? Aber ansonsten würde sich nichts ändern. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, jetzt wege ich ab. Nutze ich diese 2 Stunden, um halt eben dort vor Ort mit den anderen Leuten geile Gespräche zu führen, Leute kennenzulernen, so ein bisschen zu networken, einfach die Zeit dort vor Ort zu nutzen, oder investiere ich diese 2 Stunden, um das zu machen, was ich eigentlich immer mache. So. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, zu streamen und habe dann gesagt, ey, ich möchte lieber die Zeit nutzen und möchte dann mit den Leuten so ein bisschen mich connecten dort vor Ort dann so, ne? Und mit Mitarbeitern reden und Leute kennenlernen. Und in der Zeit, wo die anderen gestreamt haben, am Samstag, da war ja schon die Playa-Party im vollen Gange. Und da waren sehr, sehr viele bekannte Gesichter dort vor Ort. Unter anderem halt eben auch Marvin Clifford. Ja, was so einer meiner größten Träume gewesen ist noch, den Erschaffer von Shakes and Fidget, den Zeichner von Shakes and Fidget, der Mann, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir alle jetzt hier sind so, ne, der das geschaffen hat, dass ich halt den kennenlernen durfte und mit denen erzählen konnte. Und im Nachhinein habe ich mir so dann auch gedacht, okay, was wäre, wenn ich jetzt diese 2 Stunden gestreamt hätte, während die Party schon vollen Gange war. Ja, da konnte man ja so ein bisschen, ne, konnte man sich aussuchen. Entweder ist man bei der Party dabei oder man streamt halt eben noch so ein bisschen. Die anderen haben, ich glaube, Luti, Gorgos und Chase haben, glaube ich, so gestreamt. Ich habe dann so in der Zeit, wo die gestreamt hatten, habe ich mich dann mit Marvin Clifford unterhalten. Habe ihn kennengelernt, konnte ihm mal die Hand schütteln, mal umarmen, so ein bisschen mal anstoßen und dann halt so ein bisschen sich kurz schließen so, und das war, wow. Wir haben uns bestimmt eine Stunde unterhalten oder so. Das war wirklich einer meiner größten Träume, die ich noch hatte, und ja, bin froh, dass ich mich dann gegen das Streamen dann entschieden habe dort vor Ort. Und konnte dann halt einfach so eine geilen Gespräche führen, ne? Halt, ja, das war halt alles privat denn da, ne? Das war wirklich dann so Zeit für mich dann mal. Also sei es, ja, mit Marvin mal zu quatschen, ihn kennenzulernen, ihn in Real Life zu sehen, so.
Oder mit Thorsten noch so ein bisschen privat zu quatschen oder mit Mo und Juni. Die habe ich ja vorher auch noch nie, ne, so im Real Life gesehen, beziehungsweise haben wir ja auch noch, also kaum zusammen gestreamt. Und mit denen, ja, verstehe ich mich auch richtig, richtig gut, so würde ich mal meinen, so privat. Und ja, da halt eben solche Sachen so, ne? Da habe ich dann kaum was von gefilmt. Es waren dann mehr so Sachen, ja, die halt eben, ja, so, ne, so Privatgespräche halt. Einfach die Zeit genossen dort vor Ort, ne? Ja. Den magischen Moment aufnehmen ist viel wichtiger, war schon richtig so, Max. Ja, also ich denke, ich habe mich auch für das Richtige entschieden. Ich hatte auch zum Beispiel danach mit Nisa unterhalten auf der Party und die hatte ja auch gestreamt gehabt von dort aus, als die Party schon im Gange war. Sie hatte, glaube ich, irgendwie auch so 2,5 Stunden oder so gestreamt. Ich hatte ihr das auch so erklärt, wie ich euch das jetzt erklärt habe, so meine Sichtweise. Und sie hat auch gesagt, im Nachhinein bereut sie es, gestreamt zu haben, so von dort aus. Weil sie hat ja nicht mal eine Kamera, Facecam, sie kann ja gar nichts zeigen, so, ne? Sie hat es halt gemacht für ihre Leute so, für ihren Stream, für die Leute, die ja, sie halt so vermissen, ne? Ich meine, sie streamt ja, glaube ich, auch fast jeden Tag irgendwie. Und dann mal so lange nicht zu streamen, kann ich auch verstehen. Ne? Aber ja, im Nachhinein hätte sie auch gesagt, hätte sie auch lieber die Zeit genutzt dort vor Ort. So. Ja. Die Zeit dort genießen, das ist auch viel wichtiger. Ja, also es war schon sehr cool. Ja, also die Party war natürlich nochmal so das Highlight von dem ganzen Wochenende. Ne? Zum Beispiel, als ich mich gerade mit Marvin unterhalten hatte, wir waren da in der Runde da war gerade so ein Gespräch zwischen Marvin, mir, Thorsten und dann war noch jemand da, den ich gar nicht kenne, also den kannte ich halt nicht so von der Optik her. Und zwar hat sich das dann erst so im Gespräch ergeben. So, wir kamen dann zum Beispiel auf den Trailer für den Legendary Dungeon zu sprechen, ne? Dass halt durch diese ganze animierte, so ein bisschen Shakes and Fidget noch mehr an Leben, an Inhalt, an Tiefe gewinnen, so, ne? Und da habe ich gesagt, so, ey, den letzten Trailer, den habe ich auch so gefeiert, der ging so lange und der war so geil. Und ja, der Dude, der halt eben mit in unserer kleinen Gesprächsrunde stand, das war der, ja, wie sagt man dazu? Der Animator sozusagen von von den Kurzfilmen, von den Trailern zum Legendary Dungeon. Also der hat quasi der war für die ganzen Animationen zuständig. Und da habe ich so gesagt, ja krass, Alter, wirklich Chapeau. Das ist immer so mein persönliches Highlight jedes Jahr, wenn da halt eben die Shakes and Fidget wirklich in diesen Trailern so animiert werden. Ich habe ihn dann so gefragt, Alter, da hast du doch bestimmt so Ewigkeiten für gebraucht, gerade bei dem Trailer, weil er jetzt so unglaublich lange auch ging, so. Und er meinte zu mir so, für diese komplette Animation von dem Trailer, vom letzten LD, ne, hatte er insgesamt 4 Wochen gebraucht. Ich habe so angeschaut. Hä? Ich hätte jetzt so gedacht, so bestimmt, keine Ahnung, also mindestens 3 Monate oder so. Also mindestens. Ne, hat so gesagt, ja, 4 Wochen und dann so mal mehr, mal weniger so dran rumgebastelt, so, ne? Das fand ich schon krass. Das schon, und dann halt noch so nebenbei noch, ne, macht man ja auch noch immer andere Sachen so. Deswegen, das fand ich sehr erstaunlich, als ich das gehört hatte. Ja, und deswegen, ne, so eine Gespräche kriegst du halt nicht wieder. Vor allem, ich glaube, auch der Marvin Clifford, auch nicht sehr, sehr oft im Office, daher nochmal viel besonders. Da bin ich echt neidisch. Boah, ey, wirklich. Ich hatte ja letztes Mal, als ich bei Playa Games gewesen bin, da hatte ich Thorsten gefragt gehabt, ey, du, Thorsten, hör mal, ich habe da noch so wirklich einen letzten Wunsch in Bezug auf Shakes and Fidget, so, ne? Also ich würde wirklich mich mal gerne mit Marvin unterhalten, ne? So, oder wann, und da habe ich so gefragt, so wie oft ist Marvin eigentlich hier so im Office? Und da meinte Thorsten so zu mir so, ja, er ist nicht häufig da, weil das meiste klärt man halt so online so, ne?
über ja, irgendwelche FaceTime-Gespräche. Er sagte so einmal, höchstens zweimal ist Marvin da. Und das eine Mal ist er meistens immer da, wenn die Sommerparty da ist bei Playa. Und ja, also das hat er mir dann so gesagt. Ich hatte da jetzt, als ich jetzt da war, hatte ich gar nicht mehr dran gedacht gehabt, dass es sein könnte, dass Marvin dort vor Ort ist so. Und auf einmal, ich komme dann so auf die Party, ne? Also ich war erst noch so ein bisschen woanders unterwegs, sag ich mal, in ein paar andere Sachen involviert, bevor wir auf die Party sind. Ich kam, glaube ich, so vielleicht eine halbe, also ne, konnte jeder so immer kommen und gehen, wie er wollte, so, ne? Aber die Party war schon ein bisschen in Gange und dann hatte mir dann jemand gesagt, so, ey, du, hast du schon gesehen, Marvin ist hier. Und ich so, was, Marvin? Nee, wo ist er? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, soll ich ihn dir mal vorstellen? Ich so, ja, klar. Aber dann haben wir ihn ja nicht gesehen gehabt. Und dann war er irgendwie gerade woanders gewesen. Und da habe ich mir erstmal ein Getränk geschnappt, erstmal mit anderen Leuten noch so gequatscht ein bisschen. Und dann habe ich ihn so, ne, dann habe ich ihn so gesehen, dass er in einer anderen Gruppe stand, so, ne? Und ich stand dann auch gerade in der Gruppe mit Flo, mit Holle und Lieutenant war da, glaube ich, noch mit dabei. Und ne, dann war die Gruppe mit Marvin, mit Thorsten und dem, der den LD-Trailer animiert hat, so, ne? War dann die andere Gruppe. Und die stand dann so neben uns und so, weiß ich nicht, auf solchen Partys, da verläuft sich das ja immer so ein bisschen oder verschiebt sich so. Und unsere beiden Gesprächsgruppen kamen sich immer so ein bisschen näher und ich war dann schon wirklich ein bisschen nervös gewesen, so, ne? Weil hatte ihn dann schon gesehen gehabt, aber du willst natürlich dann auch nicht so das Gespräch von den anderen so interrupten, so, ne? Und dann habe ich so auf diesen Moment gewartet, wo aus unserer Gruppe so ein bisschen Gesprächspause ist, sag ich mal. So eine kleine Ruhepause, bis keiner mehr was zu sagen hat. Und bei den anderen auch. Und dann war dieser Moment da, die Gruppen, unsere beiden Gruppen kamen sich immer so ein bisschen näher. Und ja, dann Marvin stand so ein bisschen zum Rücken zu mir erst so, ne? Und dann habe ich ihn so mal auf die Schulter geklopft. Also, ne, dann war der Moment da. Die hatten gerade kurz nichts gesagt und unsere Gruppe auch nicht. Und in dem Moment habe ich ihn ja mal so auf die Schulter geklopft, so. Habe ich so ganz, also da war ich wirklich richtig, also da war ich richtig nervös gewesen, ne? Also, oh mein Gott. Da habe ich dann so, also auf Schulter geklopft und so, Entschuldigung Marvin, darf ich mich mal vorstellen? Habe mir dann so die Hand gereicht, so. Und das Geilste ist, er hat mich sogar erkannt. Er hat mich sogar erkannt, weil er mal einen Avatar für mich gezeichnet hat. Und das fand ich dann richtig krass. Ja, und so kamen wir dann ins Gespräch. Ne? Dann war ich in der Gruppe halt von ne, Marvin, Thorsten und da so ne, in der Gesprächsgruppe dann. Boah, ja, und dann erstmal so erzählt, was ich mache. Ne? So Videos auf YouTube, über 2000 Videos schon. Dann hatte Thorsten mich so ein bisschen vorgestellt, da, dass ich da auch letztes Jahr war und dass die jetzt die Creator dort alle einladen und so. Und ja, dann habe ich Marvin erstmal so gefragt, ob der überhaupt so ne, am Rande so ein bisschen mitbekommt, dass es halt hier auch eine riesen Fanbase gibt, so von seinen Zeichnungen und von dem, was er halt eben so macht. Und dass es da so eine Core-Community gibt, wie zum Beispiel jetzt, ne, wie zum Beispiel jetzt, was wir Montag gelesen hatten, das SF-Buch, ne, dass sich da Leute die Mühe machen und das SF-Buch quasi so gestalten und halt eben die Geschichte von Shakes and Fidget ja, vom Zeitpunkt Null bis jetzt quasi so aufrollen und da halt eben hunderte von Stunden so reinstecken in dieses Buch, um das halt so zu wertschätzen und so. Und das hatte ich ihnen alles erzählt, ne? Und vor allen Dingen, ich fing dann damit an, mit dem Erzählen so, ne? Dass es da draußen eine Community gibt, die das richtig feiert, was er macht und so. Und auf einmal holt dann Thorsten so sein Handy raus und als ob er das schon so abgespeichert hatte, öffnet dann das Buch von Resist, ne? Und Don Muerte, was die gemacht haben, das SF-Buch, holt Thorsten das Buch raus da auf dem Handy und zeigt das dann Marvin. So, also Thorsten muss ich das ja auch so durchgelesen. Ich meine, der hat ja auch einen Artikel geschrieben, ne? Und zeigt das dann so Marvin und zeigt ihm dann so hier die Seiten so von dem Buch und Marvin dann so, Alter, krass, wirklich, also wow. Das bekommt er der ist ja gar nicht so im Bilde, wie auch. Er hat ja auch genug zu tun, ne? Das fand ich richtig geil, dann hatte Thorsten so ein bisschen das Buch gezeigt, ich hatte ein bisschen was dazu erzählt und ja, ich weiß halt, wie sehr sich Resist freut über das ganze Feedback, was so auf sein Buch halt kommt, ne? Aber wenn er wüsste,
dass Thorsten da auf der Sommerparty das Buch auf seinem Handy rausgeholt hat und Marvin Clifford, quasi den Erschaffer, dieses Buch gezeigt hatte. Und dann habe ich noch so meinen Input dazu gegeben, wie lange die da dran gesessen haben und so. Ne? Also ich glaube, ja, also das ist schon... Also ich habe dann so mir gedacht, okay, der wird sich, wenn er wüsste, was hier gerade abgeht, der würde sich so krass freuen, ne? Ja, ja, und so viele Situationen waren halt da gewesen, ne? Das waren halt diese ganzen schönen Gespräche, die man da hatte, so, ne? Natürlich waren wir abseits davon auch sehr produktiv gewesen. Wir hatten ja auch viele Workshops gehabt, es wurde uns sehr viel beigebracht. Wir hatten natürlich auch den ein oder anderen Leak bekommen. Ich durfte zum Beispiel schon mal, beziehungsweise wir durften, aber ich hatte halt, die hatten irgendwie so 3 Handys oder so. Wir waren ja eine Gruppe von, ich glaube, 15 Creatoren oder so. Und dann haben halt so 3 irgendwie ein Handy bekommen und konnten dann schon den World Boss spielen. Ja, also ich hatte dann schon wirklich, also die haben das nicht nur in seiner Präsentation gezeigt, sondern ich konnte selbst den World Boss spielen. So. Die haben uns den Pestdoktor gezeigt, mit Animation und so weiter und so fort. Also wir haben auch schon sehr viel gesehen. Und darüber dürfen wir sogar erzählen. Das ist das Coolste. Es gibt viele Sachen, worüber wir nicht erzählen dürfen. Aber zum Beispiel, wie der World Boss funktioniert und so weiter und so fort, wie der aufgebaut ist, so vom Playstyle her und so. Da dürfen wir drüber reden, das natürlich. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, es war sehr cool, da auch die ganzen anderen Creator kennenzulernen. Ich habe mich sehr gut mit Mo verstanden. Wir haben eigentlich auch so den gleichen Humor, wir hören die gleiche Musik, das ist immer schon sehr viel wert. Mit Tuny. Tuny ist wirklich, muss ich auch sagen, Tuny ist wirklich ein richtig verpeilter Mensch. Ich habe das Gefühl, der ist Dauerlash. Also, du kommst morgens da ins Büro vom Playa, Tuny, verschlafen, total fertig, als ob der so 10 Tage durchgefeiert hat. Aber diese Grundstimmung hat er immer. Also, das ist krass. Ich hätte so gedacht, ja, also, das ist, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er ist so. Also, ne? Aber auch so, dass ich mal Gorgos das erste Mal kennenlernen durfte im Real Life. Lieutenant. Zombie, auch ein richtig netter Zeitgenosse, wirklich. Er ist ein richtig witziger Typ. Und auch so die anderen, so Domka und Sadek und so. Ne? Schon sehr, sehr geil gewesen, auf jeden Fall. Und Nisa natürlich auch. Nisa auch das erste Mal gesehen und auch mega gut verstanden, auf jeden Fall. Ja, deswegen also alle super, super freundlich, super nett, super höflich und natürlich auch die ganzen Leute dort vor Ort. Man hat auch jetzt mal ein bisschen Zeit gehabt, sich mit den Mitarbeitern dort zu unterhalten. Ich habe endlich mal auch ein bisschen Zeit gehabt, mich mit Holle zu unterhalten, weil das letzte Mal, als ich da war zum Videodreh, da war so einmal so, guten Tag und ich muss weiter. So, also es war wirklich nur, hallo, hi Holle, hey, ich bin's Dorzer. Und gar keine Zeit gehabt für irgendwelchen Smalltalk und so. Ne? Das fand ich halt letztes Mal so schade, als wir das Video gedreht haben. Und jetzt war halt mal wirklich die Zeit da, dass man wirklich sich mal ein bisschen privat unterhalten konnte. Ne? Sei es mit Marvin, mit Holle, mit Flo, mit Thorsten, mit den ganzen Creatoren und so. Es war sehr, sehr geil. Sommerfeste sind da schon was Tolles. Ey, vor allen Dingen die Tage davor, ne? Es hat geregnet abends immer, ne? Auch so den Tag am Sommerfest auch morgens hatte geregnet. Und es war schon so scheiße, Alter. Wenn das jetzt da die ganze Zeit pisst, kannst du ja nicht auf die Dachterrasse da rausgehen. Aber den Tag sollte es wirklich so sein. Wir hatten so mildes Wetter, windstill, obwohl wir ja im 8. Stock gewesen sind. Auf der Terrasse ist ja, die Terrasse ist ja am 8. Und hast du nichts gemerkt. Und der Sonnenuntergang dann, ne, wirklich. Letztes Mal war ja auch Winter gewesen. Es hat geregnet draußen. Es war arschkalt. Der Springbrunnen in der Binnenalster war nicht an. Und jetzt konnte ich das mal alles so richtig schön mal so sehen und genießen auch so, ne. Wie die Sonne untergegangen ist, richtig geil. Wie war eigentlich die Dachparty? Ja, ich bin eben schon ein bisschen drauf eingegangen. War mega auf jeden Fall. Die hatten halt einen DJ dort. Die hatten 2, ja, wie sagt man, so Barkeeper, so, die so Cocktails gemixt haben die ganze Zeit. Konntest du dir die ganze Zeit holen. Ich sage euch auch ehrlich, ich war richtig
gut dabei. Also die ganzen Tage, der ganze Aufenthalt wurde ja von Playa finanziert so. Ne? Wir sind jeden Tag richtig, richtig gut essen gegangen. Einen Tag waren wir den ersten, da waren wir beim Inder gewesen. Den nächsten Tag waren wir bei so einem richtigen fancy Chinesen gewesen so. Meine ganzen Stories sind noch online auf Instagram. Ich hatte die in den Hamburg Highlights gepackt, wenn ihr das sehen wollt. Das ist, warte mal, hier in dem Tab. Da findest du es. Da sind die ersten Einblicke von letztes Mal, wo wir im November bei Dings waren dabei. Und jetzt von jetzt auch die Stories und so. Ich habe schon gut Stories gemacht auf jeden Fall. Ja. Hello daughter, did you manage to meet the popular Zombie HD? Yes, my man. I visited him. He's a really nice person, really funny guy, and I enjoyed the time a lot with him and the other creators. Yeah, you can see a vlog today. In 1 hour it will go live on YouTube. There's Zombie and other creators. Yeah, it was really, really, really nice. Bin kein neidischer, aber da werde ich auch gerne mal hin. Shakes absolutes Lieblingsspiel. Ich sag's euch, also als ich das Bild hier gepostet hatte, ne? Also mir haben so viele geschrieben, dass ich auch gerade den Traum lebe, ne? Eines jeden Shakes and Fidget Spielers. Und ja, also kann ich auch nur wirklich so sagen, also ich habe mir da wirklich einen Traum mit erfüllt. Und ich glaube, jeder würde da an meiner Stelle auch sehr, sehr gerne sein. Einfach im Playa Hauptquartier auf der Dachterrasse. Und du kannst dich einfach mit Marvin Clifford unterhalten. Das ist so krass. Und auch wirklich so ein netter, so ein lieber Mensch. Wirklich so, wow. Also es ist wirklich, ja, ist wirklich krass so. Ja. Und ihr seht ja hier auch den Hintergrund, ne? Also direkter Blick auf die Binnenalster hier so. Ne? Thorsten hat sich auch richtig rausgeputzt. Der hat richtig einen aufgespielt hier. Schönes Outfit gehabt auf jeden Fall. Ja. Und das Wetter, ihr seht das, ne? Es war wunderschön. Wunderschönes Wetter. Ich glaube, jeder würde mal mit Thorsten und seinen Leuten quatschen. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir hatten auch mal so ein bisschen, da waren wir beim Inder gewesen und da saßen Flo, Thorsten und ich dann so an einem Eck so zusammen nachher dann später. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie es wäre, mal so einen Tag der offenen Tür zu machen für die Community. Aber mal gucken. Kann sein, da wird was draus, kann sein, da wird nichts draus. Da kann ich euch überhaupt nichts zu sagen. Aber die Idee haben wir mal so ein bisschen in den Raum geworfen. Einfach mal so. Einfach so, aber, ne? Ja. Ja. Dann hier mit den beiden Jungs auf jeden Fall. Also wirklich auch sehr sympathisch. Ja, verstehe ich mich sehr gut mit beiden. Ne? Fand ich auch richtig cool, dass wir dass wir uns jetzt mal so kennenlernen durften da. Man kennt sich ja halt nur online, man sieht sich nie und ja, so viel Kontakt hat man ja auch nicht, aber ja, man ist halt so, man ist ja trotzdem Kollege irgendwie, ne? Man macht ja so dasselbe. Deswegen, ja, war sehr, sehr cool, die mal zu sehen. Ja, and here's your guy. Here's your guy, my man, Zalan, Zombie. Tuni der Breite, ja. Ist immer schwierig, auserwählte Spieler einladen, ist ja schon was anderes als so ein Hunds und Kunst da rein. Ja, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Es ist auch nicht so einfach, da da irgendwas zu regeln, auf jeden Fall. Tuni hat safe Bauch eingezogen. Ey, Leipzig, grüß dich. Moin, moin. Ja, wir haben es leider knapp verpasst. Du warst noch nächsten Tag, glaube ich, mit Florian bei Holles Döner, glaube ich, noch testen, so, ne? Ich wollte da eigentlich auch mit hinkommen, aber ich war so fertig gewesen. Ja, Tuni, der hat so Bauch rein, Brust raus, hat er so extra so gesagt. So stand er da wie so ein Cowboy.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte da auch noch mit, aber ich war zu fertig danach und ich musste ja auch wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich Flo noch geschrieben, wie lange der anstandet. Irgendwie 2 Stunden, 15 Minuten oder so. Oder 2 Stunden 30 oder irgendwie so. Und ich sag dir ehrlich, das hätte ich körperlich und geistig nicht mehr mitmachen können nach dem Wochenende. Aber ich hätte dich auch sehr gerne mal kennengelernt, ja. War gestern auch Döner essen mit Florian. Ja, ja. Das, mir hatte Florian gesagt, dass du noch essen willst mit, oder dass Florian noch mit dir essen will. Und Lieutenant kam dann auch noch dazu. Später noch hat er geschrieben. Aber ja, ich wollte eigentlich mit. Ihr wolltet dann auch noch zu den unsympathisch Burgerladen da, den ausprobieren, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr, nicht, ob ihr das noch gemacht habt. Aber ja, das war zu viel einfach dann. Gorgos, Alter, richtig stabil auf jeden Fall. Nisa or Maluxia with picture? No, Nisa is, I don't know, Nisa, I don't think she liked that much when she's on a photo, I guess. And Maluxia, we didn't take a picture, but he's for 1 second in the vlog that comes in 45 minutes. Ja, und Florian auch. Bald auf jeden Fall, ja, hoffentlich. Und Potti, ey, vielen, vielen lieben Dank für dein Resub auf jeden Fall. Dankeschön, danke, weiß sehr zu schätzen, wie immer natürlich. Und ja, danke für den Support auf jeden Fall. Ego, mit dir würde ich auch mal Döner essen gehen. Ich sag dir, Ego, wenn es so weitergeht, du musst auf jeden Fall das durchziehen mit dem Creator-Ding, dass du da nächstes Mal mitkommst und dann sag ich dir, dann gehen wir in das Playa. Heftiger Typ, der linke Kerl da. Hallo und Kuss an alle. Dann gehen wir in das Playa Fitnessstudio und dann spottest du mich aber beim Bankdrücken, okay? Dann nehmen wir da das Gym auseinander von Playa Games, okay? Du musst das durchziehen, ja? Flo hat auch gesagt, du musst ihn auch mal ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Und dann, zack, boom. Gorgos, grüß dich, mein Bester. Was geht? Wunderschön. Ey, ich hoffe, du bist gut zu Hause angekommen. Und, ja, Digga, was soll ich sagen? Legendenbild, Alter, ne? Legendenbild, wirklich. Richtig stabile Jungs da auf jeden Fall. Chase, grüß dich. Moin, moin, Hallöchen. Chase, was geht, mein Bester? Was geht? Ey, Chase, ich muss dir sagen, es ist so schade, dass sie das so im Weitwinkel aufgenommen haben, ne? Ich habe einfach, hier ist jetzt Florian und hier ist Chase noch, ne? Es tut mir so leid, aber das Bild hat einfach auf Instagram nicht mehr raufgepasst. Aber dafür bist du dann auf dem hier, da bist du drauf. Dann da habe ich mir so gedacht, okay, hier wollte ich auch versuchen, so alle so raufzukriegen, ja, aber so ein bisschen hat es halt leider auch, ja, hier und da nicht ganz gepasst. Die haben das so im Weitwinkelmodus fotografiert. Ist für Instagram komplett Bullshit. Aber gut, war ja auch nicht für Insta eigentlich so. Rovana93, danke für dein Follow. Danke. Ich mache die SFCCs fit, auf jeden Fall. Na, ich bin ja sowieso relativ häufig beim Sport, sag ich mal. Die letzten Tage jetzt natürlich war ich jetzt nicht. Aber ich versuche schon sehr häufig auf jeden Fall Sport durchzuziehen. Deswegen würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal so eine Session zusammen hinkriegen. Da sehe ich uns aber sowas von. Ja. Gorgos sitzt hier auch wie der Dämonenkönig himself, wirklich, ne? Ja, hier waren wir übrigens beim Inder gewesen. Das war auch sehr geil. Mo sieht aus, als ob der hier so reingefotoshoppt ist. Wirklich, Mo sieht auch wirklich aus, als der so Photoshop da drin ist, Alter. Für den vorderen Platz habe ich gerne drauf gezahlt. Papa. Ja, Mann. Alter, wirklich, du saßt in der ersten Reihe. Aber ich sag euch, ich bin ja hier hinten da, ne? Hier ist ja Thorsten, ich bin hier hinten. Und im Nachhinein sehr, sehr gut, dass ich da stand, weil ich konnte richtig guten Footage rauskriegen für den Vlog nachher später. Also im Prinzip, hier hatten wir halt so unter anderem Meeting, das ist halt das Büro von Thorsten, ne? Und
ich stand halt in der letzten Reihe und es gab ein Segment, wo wir von Content machen durften oder wo wir das halt zeigen durften, filmen durften, Fotos, Videos machen konnten. Und das war der Prozess, wie eine neue Klasse ins Game kommt. Und da habe ich euch so ein paar kleine Einblicke verschaffen können aus der letzten Reihe. Und das war gut, dass ich da hinten war, weil wäre ich vorne gestanden, so gut. Hätte man jetzt so halt eben, ja, hätte man natürlich den anderen da die Sicht versperrt. Deswegen ist es gut. Auf jeden Fall. Ja. War das die Hanna, die zweite von links? Ja, das ist Hanna. Genau. Hatte ich letztes Mal auch gar nicht so kennenlernen können. Ist übrigens auch Dungeon Boss im Playa Dungeon. Ne? Also die beiden hier sind halt so für die Entwicklung beziehungsweise auch so für das Balancing und sowas. Ich glaube Game Design auch so ein bisschen zuständig so. Ne? Also alles, was so auch so Balancing-Sachen und sowas angeht. Das Konzept zum Beispiel vom World Boss und sowas, da haben jetzt die beiden uns halt eben so ein bisschen introduced und haben uns das halt alles so ein bisschen vorgestellt. Ne? Hier saßen halt so die Creator. Das ist noch ein Player-Mitarbeiter und das auch. Aber ansonsten sind hier halt alles Creator. Gut, hier ist Derafin. Gut, halb Creator, halb Player. Ne? Und ja. Wer ist das auf den Fotos? Wenn wir mal von rechts nach links, wir haben hier, also von den Creatoren, hier haben wir natürlich Mo, Tuny, hier ist Waves, das ist Domka, Zombie haben wir hier, der Georges, dann hier hinten steht Thorsten, das bin ich hier, Maluxia, Derafin, hier ist Sadek, Lieutenant, Nisa, Chase, ja, und Playa-Mitarbeiter. Maluxia ist aber Head of TC. Ich muss dir sagen, ich wusste erst gar nicht, wer Maluxia ist. Oder sie hat sich als Svenja vorgestellt so. Ich kenne sie halt nur so von hier Discord-Bild irgendwie so. Und da habe ich dann schon mal gehört so, ne, weil da heißt sie ja irgendwie auch Maluxia. Ich wusste gar nicht, wer sie ist, weil im Prinzip sie arbeitet ja gar nicht so bei Playa Games an sich. Sie ist ja mehr so in der bei Mothership, glaube ich so, ne? Habe ich jetzt so nicht viel Kontakt zu ihr gehabt, muss ich sagen. Sie ist für die ganzen CCs zuständig. Ja, ein bisschen habe ich das jetzt am Wochenende auch dann so rausgehört. Halt so für die ganzen Earned und Paid Creator und halt so diese, ne? Ganzen Leute, die halt eben auch so außerhalb als Creator ins Game kommen. Ne? Halt die ganzen, die halt so gepaid werden, ne? Wo halt eben diese ganzen Kampagnen stattfinden, wo so größere Creator ins Game kommen und die das dann so spielen. Ne? Genau. Ja, nee, aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Fresh Hate, Dankeschön. Oder Hate, danke für dein Follow. Ja, sehr coole Zeit gewesen. Das Gespräch mit Marvin, so werde ich nie vergessen. Ich wünschte, ich könnte euch da irgendwie mitnehmen oder so. Ansonsten, wie gesagt, hier, schaut einfach hier in diese Story rein. Beziehungsweise in das Highlight, wenn es laden würde. Und da sind ein paar noch vom letzten Mal mit dabei, vor 31 Wochen, wo wir hier das Video gemacht haben. So. Und wo ging das jetzt los? Da war ich ja mit Sergio da. Ja, das Bild kennt ihr ja vielleicht noch so aus dem Ingame. Ja, und ab hier ging es dann los, wo wir dann so, ja, wo ich dann so die Stories aufgenommen habe für... Ja, das seht ihr nachher dann alles im Vlog so ein bisschen. Lucy, Dankeschön für dein Follow. Habt ihr wieder ein Video gemacht? Also hauptsächlich waren wir halt da gewesen zum Quatschen so. Also wie gesagt, so zum Meetings abhalten, so für Workshops, Creator kennenlernen, Team kennenlernen und sowas. Die neuen Features wurden uns vorgestellt, wie der World Boss und der Pest Doctor und so. Ja, aber ich hab's zeitmäßig geschafft,
einen kleinen Vlog aufzunehmen und der kommt halt in einer halben Stunde. Der kommt um 15 Uhr live. Ja. Schauen, 1922 und Igor, Dankeschön für eure Follows. Genau, da ist so ein bisschen, ne, könnt ihr euch sehr gerne hier auch mal durchklicken dann. Hast du gesehen, Ego, keine Klimmzüge erlaubt? Ja, ja, ich war auch sehr, sehr erbost darüber, auf jeden Fall. Ich finde es super, dass sich die CCs mal alle persönlich kennenlernen. Ja, es war wirklich, also es wurde mal Zeit, dass sowas mal organisiert wird. War eine sehr geile Erfahrung, hat mir auch mega Spaß gemacht, wirklich. Es sind ja auch Arbeitskollegen, also, ja, was heißt Arbeitskollegen? Es sind Kollegen halt so, ne? Aber Kollegen, die man halt nie sehen würde im richtigen Leben. Deswegen geil, dass halt Playa sowas macht und uns dann alle so vereint. Denn. Und Marok, ey, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Prime-Sub, ja. Danke, danke, danke an der Stelle. Freut mich sehr und weiß sehr zu schätzen den Support. Kuss geht raus, Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Spaß mit den Emotes im Chat. Und ja, danke für deinen Support. Smartin, grüß dich, Hallöchen, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, genau. Hier stand ich so in der letzten Reihe. Wie immer natürlich, die coolen Jungs sind immer in der letzten Reihe. Und hier habe ich dann nachher ein paar kleine Einblicke dann gegeben im Vlog, was denn so den Prozess einer neuen Klasse dann angeht. Hier waren wir beim Chinesen gewesen. Boah, richtig geil. Also war super, super lecker, wirklich. War sehr, sehr geil. War sehr, sehr cool gewesen. Ja. Ja, was soll ich sagen, Mann? Das ist Time of my life. Wirklich, ich habe es auch schon zu Gorgos gesagt, also was soll jetzt noch kommen? Ja, das Geilste ist, ja gut, da kann ich aber jetzt nicht so viel drüber erzählen. Wir saßen da im Büro von Thorsten. Und ich sag mal so, Thorsten hat uns dann auch noch von seiner Privatsammlung dann ein bisschen einen ausgegeben. Das war schon Premium-Shit auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, schaut hier gerne mal vorbei. Lasst sehr gerne sonst ein Like da auf das Bild und so. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Ich packe euch mal den Link hier rein zu Instagram. Sianik, Dankeschön für dein Follow. Danke, danke. Tune hat bestimmt alles übersetzt. Also ich sage ehrlich, ich weiß nicht, warum da mal so haten, aber Tune hat auch ein gutes Englisch auf jeden Fall am Start. Es wird zwar ein bisschen rumgejoked hier und da, dass Tune und ich mal zusammen einen Official-Stream auf Englisch machen sollen. So, ne? Aber ich sage euch auch ehrlich, wäre bestimmt lustiger Content. Also, das würde bestimmt, also unterhaltungstechnisch, würde das Ganze das auf eine andere Ebene heben, würde ich mal so schätzen. Ich hatte mich auch mit Marvin darüber unterhalten, weil er hatte ja auch die ganzen World-Bosse gezeichnet so. Und ich habe dann so zu ihm so gesagt, ey, wir hatten jetzt gerade da so eine Präsentation gehabt, wo die World-Bosse vorgeführt worden sind so. Und dann wurde so in die Runde so gefragt, Alter, was hat sich Marvin wieder dabei gedacht? Diese World-Bosse, ne? Also wie kommt der auf sowas, ne? Weil die sind wirklich sehr geil und auch sehr kreativ. Die sehen sehr, sehr nice aus. Und da hatte ich ihn dann so gefragt, so ey, wir haben uns alle gefragt, so sag mal, hast du irgendwie einen schlechten Traum gehabt oder sowas? Irgendwie einen Albtraum und bist du aufgewacht und so. Und dann hat er mir erstmal, und das war auch richtig geil, hat er mir erstmal den Prozess erklärt, wie er dazu kam, beziehungsweise wie er generell daran geht, solche Zeichnungen zu entwickeln. Er denkt sich dann immer so, okay, er kriegt dann irgendwie ein Thema, ne, sei es irgendwie Dämonen oder irgendwie generell Shakes and Fidget oder jetzt halt eben diese Monster-Bosse so. Ne? Bei Monstern sagt er, die sind sehr gnädig, da kann man halt viel Interpretationsspielraum so lassen. So, ne? Da hat er so zu mir gesagt so, woran denkt man denn, wenn so viele kleine Menschen gegen ein großes Monster kämpfen? So Godzilla. Hat er denn so im Kopf gehabt, so Godzilla. Okay, jetzt denkt er sich aber so, gut,
an Godzilla, da wird wahrscheinlich jeder draufkommen. Das heißt, wenn da jeder draufkommt, ist das nicht gut, weil der erste Gedanke, hatte er gesagt, den ersten Gedanken, den man hat beim Zeichnen, sollte man sofort verwerfen. Weil den ersten Gedanken, den hat wahrscheinlich jeder. Und deswegen macht es das nicht besonders. Also der erste Gedanke, den sofort verwerfen, auf was man kommt. Also Godzilla hatte er gesagt, okay, ist zwar nice, aber verwerfe ich. So. Was macht man anstatt dessen? Dann hat er so gesagt, okay, man kann das irgendwie so kombinieren. Dann kam er irgendwie so auf so Riesenschildkröten, ne, die so sehr imposant und mächtig sind und so, oder irgendwelche Aliens oder sowas, ja, wo man halt eben so ein bisschen kombinieren kann. Okay, man kann zum Beispiel dann so ein Godzilla-artiges Monster mit einem Schildkrötenkopf und als Panzerung quasi diesen Schildpanzer so dann machen, sodass man das dann quasi so kombiniert. Und so hatte er dann so gesagt, so, okay, ja, den ersten Gedanken, den ich beim Zeichnen habe, das wäre Godzilla. Gut, auf den ersten Gedanken, den verwirft man immer sofort und dann denkst du eine Ecke weiter und denkst noch eine Ecke weiter und denkst noch eine Ecke weiter. So kommt er dann zum Beispiel auf unter anderem so einen Worldboss, der halt aussah wie so eine Schildkröte mit Panzerung und ja, das waren halt so sehr geile Gespräche, die ich da mit Marvin hatte, wo ich dann so gedacht habe, Alter, ja krass. Ey, alleine dieser Gedankengang, okay, du kriegst jetzt ein Thema, Worldboss, was machst du? Was fällt dir ein? Viele Leute kämpfen gegen einen Boss, was kommt dir in den Sinn? Godzilla. Okay, ja, da kommt wahrscheinlich, also wenn ich da drauf gekommen bin, der erste Gedanke, da kommt wahrscheinlich jeder drauf, dann verwirfst du den direkt. So, und gehst dann noch weiter ins Detail. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch wie mit Shakes and Fidget so an sich. Die beiden, Shakes and Fidget, hat er dann auch so gesagt, die wollen so Helden sein, die die Welt retten wollen und die quasi, ja, die stärksten, die krassesten sind, aber am Ende des Tages sitzen sie in der Taverne und saufen Bier. Also es muss dann immer so dieses, und kriegen nichts hin, weil die so tollpatschig sind, es gibt sowas, ich habe den Namen vergessen davon, aber dieses Widersprüchliche. Du willst ein krasser Held sein, bist aber voll der Goofy-Lord, der einfach nur tollpatschig ist. Und dieses Widersprüchliche, das macht dann das quasi so interessant und so besonders. Weil diese 0815-Helden, die kennt jeder, es weiß jeder, dass es die gibt, aber wenn du die halt mit was kombinierst, was halt absolut widersprüchlich ist zu dem, macht es das dann halt eben so besonders. So, und ja, über sowas haben wir dann da bestimmt eine Stunde gequatscht. Das war so geil, das Gespräch mit Marvin. Ich habe so viel mitgenommen, auch auch viel so Insider und sowas halt mäßig so viele, also ich habe ihn so gelöchert, wirklich, also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und dann halt eben aufgezeigt, so, okay, ey, ne, es gibt da draußen sowas wie ein SF-Buch, die Leute werden so, ne, die hängen sich da so hinter, die freuen sich so krass auf das, was du halt eben als nächstes raushaust und ob du das überhaupt so auf dem Schirm hast. Ja, und dann holt Thorsten das Handy raus und öffnet da das SF-Buch von Resist so und zeigt das dann Marvin und ich sag dann so zu Marvin, ja guck, hier, da, das haben Leute aus der Community gemacht, Resist und Don Muerte, die haben da 500 Stunden für dieses Buch halt gebraucht so und solche Leute, die die Geschichte von Shakes and Fidget von Anfang bis Ende so erzählen, sowas gibt's da draußen und die wissen das sehr zu schätzen, die das schon seit ihrer Jugend begleitet und so. Und da hatte Marvin so gesagt, das kriegt man alles gar nicht so mit, aber deswegen war ich dafür da, um ihn das mal so ein bisschen zu vergewissern, was da draußen eigentlich für Menschen sind, die das feiern, was er macht. Resist habe ich es erzählt, dass mit Thorsten und Marvin, glaube, der kriegt immer noch keine Luft mehr. Echt, ja? Ich habe ihn es leider noch nicht erzählt. Aber diese Situation, ne? Ich stand da ja wirklich mit Thorsten, mit Marvin und mit dem Animator von den Legendary Dungeon Trailern. Und wirklich, ich hatte ihnen dann so davon erzählt, ne, was es da draußen für eine Community gibt, wie passioniert die sind, sehr die das feiern, was Marvin macht und so, ne, wie sehr sie das so wertschätzen und sowas, wie sie sich ins Zeug legen.
Ja? Und Thorsten hatte mich so vorgestellt, so, ne, mit meinen 2000 Videos auf YouTube und sowas zu SF und so, da hat er erstmal schon so gesagt, Digga, was, bitte? So, ne? Und dann holt halt Thorsten einfach auf seinem Handy dieses SF-Buch raus, ne, als ob er das auf der ersten Seite so direkt hatte, zeigt es Marvin. So, und ich gebe dann noch meinen Senf dann dazu, noch so ein paar Background-Daten, ne? Und ja, wir erklären ihm dann so ein bisschen, was da eigentlich so abgeht, und Marvin wirklich so, das ist wirklich, konnte er nicht begreifen dann in dem Moment, ne? Also ja, und in dem Moment habe ich mir auch so gedacht, hey, weil ich ja weiß, wie sehr so Resist sich auch über das Feedback gefreut hat, so auf sein Buch und so, ne, und er das ja auch so zu schätzen weiß, ne, wie sehr die Community das feiert und so. Wenn er halt eben das wüsste, was da für eine Situation so entstanden ist eigentlich, ne, dass das Buch halt wirklich Marvin selbst, gezeigt von Thorsten auf sein Handy, mit meiner Erklärung gezeigt worden ist, also, ja, da habe ich mir so gedacht, Alter, Resist würde sich so freuen, wenn er wüsste, was jetzt gerade da abgeht, so, ne, innerlich so. Habe ich mir das so gedacht. Das ist wirklich heftig, Alter. Hätte richtig gern mal mit Marvin auch geschnackt, einfach was das für ein Mensch ist, wie er ist vom Mindset, Einstellungen etc. Ja, ich bin so ein bisschen mehr so in die Nostalgie-Schiene gegangen jetzt bei dem Gespräch. Also, ich muss auch wirklich sagen, ich war wirklich ein bisschen nervös gewesen. Also, das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, ne? Dass ich so richtig vor einem Menschen so ein bisschen so Nervosität, aber dieses Positive natürlich, dieses, ne, voller Vorfreude und so. Weil mittlerweile ist das so schon so, wenn du mit Thorsten quatscht, ist normal, schon mittlerweile so jetzt irgendwie, ne? Wenn du mit anderen Creatoren so quatsch, ist normal. Aber Marvin ist am Ende des Tages die Person, die dafür verantwortlich ist, dass all das, was wir hier machen, und all das, was Playa quasi so, was Playa ist, dass die Person eigentlich quasi den Samen gesetzt hat. Die ist dafür verantwortlich, dass es das überhaupt gibt. Der Ursprung quasi davon, so, ne? Der Fidget von Shakes and Fidget quasi. Die Person. So, und ja. Deswegen. Meine Mission war es in dem Gespräch eher so ein bisschen seine Prozesse zu verstehen, seine Denkprozesse, wie er beim Zeichnen und sowas rangeht. Das hatte ich ja erfragt gehabt so ein bisschen durch den Worldboss jetzt als Beispiel, wie er dazu kam und halt eben ihn nochmal sehr doll darauf aufmerksam zu machen, was es da draußen eigentlich für Menschen gibt, die das feiern, was er so macht und so. Verstehe ich bei dir ja sowieso nochmal mehr Nostalgie, finde das aber immer sehr interessant, wie der Mensch so ist, der sowas Großes erschaffen hat zu so einer frühen Zeit. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also ich denke mal, du könntest dich da auch sehr gut nochmal, vielleicht nochmal auf einer anderen Art und Weise nochmal mit ihm unterhalten. So. Bei mir war es jetzt wirklich sehr viel. Ja, es war sehr emotional gebunden, sag ich mal, das Gespräch auf jeden Fall. Ne, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber es hat sich dann mit der Zeit natürlich gelegt. Aber gerade so zur Begrüßung, als ich dann so Marvin so ein bisschen mal, ne, in einer kurzen Minute der Stille, sag ich mal, weil du willst den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen. Du weißt ja, ne, willst dich da nicht in die Gespräche einmischen und so. Aber in so einer kurzen Minute der Stille mal kurz auf die Schulter getappt und mich da mal vorgestellt habe. Werde ich nicht vergessen auf jeden Fall. Auch natürlich, was Playa und so gemacht hat da, dass sie das überhaupt alles möglich gemacht haben. Ne? So mal den ganzen Content beiseite, den wir da gesehen haben, die ganzen neuen Features und so, die ganzen Leaks und Entstehungsprozesse, was natürlich auch super geil und sehr interessant ist. Aber am meisten bleiben einem so diese Momente, diese Gespräche im Kopf, die du so mit den Menschen hattest. Wäre sicher auch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber ich finde wichtig, solche Menschen zu erzählen, was Leute aus deren Arbeit machen. Ich glaube, das ist für ihn nochmal so ein richtiger Motivationsschub, weil man das gar nicht immer so vor Augen hat. Nee, hat er auch nicht gehabt. Aber man kann es ja auch verstehen. Er hat ja auch viel zu tun, immer viel zu zeichnen und viele Aufträge und sowas. Ne?
Und Player Games ist ja nicht das einzige, für den er zeichnet. Er zeichnet da ja auch unter anderem die Grafiken für Gronkh und so. Ne? Also stell dir mal vor, Gronkh wäre noch da gewesen. Also das wäre halt, ich weiß nicht, auf Gronkh auf so eine, auf eine Player-Party geht. Aber ja, er hat ja auch extrem viel zu tun. Und das ist natürlich auch verständlich. Deswegen, ja, ich bin ihn da mit richtig alten Floskeln gekommen, so sag ich mal. Also zum Beispiel, dass halt viele sich so mit dem frühen Game, aber auch so mit den Comics von früher so verständigen und so, ne? Gronkh hat sich vom Spiel distanziert, ich weiß. Deswegen sage ich, wird er nicht auf einer Playa-Party erscheinen. Ich kenne da ein bisschen die Hintergründe. Auf jeden Fall, ich hatte ihm zum Beispiel sowas gesagt wie, ey, es ist natürlich auch nur ein kleiner Kern, der so wirklich diese komplett alte Nostalgie so hat, ne? Zum Beispiel, viele, die das Game hier spielen, die kennen zum Beispiel gar nicht die Comics mehr. Und da hatte ich in vergangenen Videos auch bin ich ein bisschen drauf eingegangen, was das eigentlich so ist, diese alte Stadtansicht so, ne? Von früher, dass es eigentlich die Festung von Steinfels ist, ne? Da habe ich den Begriff Steinfels gesagt und dann ist bei Marvin so, oh mein Gott, ja, das gab's ja auch noch, du hast komplett recht. Ne? Das hat er selbst gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, teilweise, weil das schon so extrem lange her ist, dass die da quasi die Stadt so nach Steinfels so genannt hatte. Und dann wurde ihm das erstmal so wieder vergegenwärtigt, dass es da halt eben, ja, so Leute wie mich und andere halt eben auch gibt, die schon Ewigkeiten oder beziehungsweise halt auch schon im Nachhinein schon so dann dabei sind. Ich meine, ich bin zwar auch erst später dazugekommen, so, auch erst mit dem Game, aber ich habe mich ja dann auch im Nachhinein so ein bisschen mit den Comics beschäftigt, mit dem, was so Marvin und Oscar so gemacht haben, wo die herkommen, oder beziehungsweise wie das entstanden ist, so ein bisschen die ganzen Dokus geschaut, diese ganzen Online- oder diese ganzen TV-Auftritte und sowas. Ne? Und dann hat er so eine großen Augen bekommen, weil er das selbst gar nicht mehr wusste dann. Das fand ich auch witzig, ja. Das war schon funny auf jeden Fall. Staron, grüß dich, Hallöchen, Grüße aus Wolgast, Grüße zurück aus Greifswald, mein Bester, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Einen schönen Sonntag gewünscht auf jeden Fall. 2004, ja, es ist das meiste, es ist so lange her, das haben die halt selbst gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? Das ist crazy. Denke auch mit Thorsten kann es sicher sehr interessante Gespräche führen. Oh, Alter, mit Thorsten habe ich mich auch, das war dann nachher schon ein bisschen später, Thorsten und ich hatten dann schon dezent einzusitzen und da sind richtig, richtig coole, aber sehr private Gespräche auch bei rumgekommen, die ich natürlich hier jetzt nicht so erzählen kann. Aber ich habe persönlich nochmal sehr viel über die Person hinter Thorsten nochmal so kennengelernt. Und ja, kannst dich sehr gut mit ihm auch unterhalten. Also auf der Party, da zuerst hatte ich mich halt eben auch so, also meine erste Mission war halt so mit Marvin auf jeden Fall so ein bisschen kurz zu schließen. Ja, mit Thorsten, da bin ich, also das Ding ist halt, ihr müsst euch vorstellen, das war halt so eine große Dachterrasse und da hat sich das halt so drinnen ein bisschen verlaufen und draußen waren auch so viele Leute so, ne? Und da sind halt, ja, immer, also ne, dieselben Personen rumgelaufen, aber halt eben hunderte Leute so, ne? Und die Gespräche haben sich halt, also mit den Leuten haben sich halt immer so ein bisschen dann ergeben. Also ich bin jetzt nicht so jetzt direkt dahin und direkt dahin so, ne? Dann hatte ich mich mal dann, ja, mit Holle unterhalten, dann mit Florian, dann halt natürlich mit Luti, mit Dera, mit Gorgos, mit Tioni und Mo auch sehr viel und so, ne? Das hat sich dann den Abend immer so ein bisschen verlaufen natürlich. Und ja, wie gesagt, aber so ein großes Segment war auf jeden Fall das mit Marvin und ein großes Segment auf jeden Fall nachher später noch mit Thorsten dann, ne? Immer mal wieder. So, mal so 1:1 Gespräche, sag ich mal, dann mal in der Gruppe so ein bisschen mehr. Natürlich kannst du, wenn du so 1:1 Gespräche führst, natürlich nochmal deutlich privater werden, als wenn du so in der Gruppe oder so bist dann, ne? War natürlich auch klar. Und deswegen, mal so, mal so. Verlaufen wie Schmelzkäse. Ja, Mann.
Die Wortwitze waren auch wieder bodenlos das Wochenende auf jeden Fall. Kann man so sagen. Ja. Ja, ich war ja auch ganz kurz im Official mal zu sehen. Das war ja für mich auch das erste Mal. Es war auch ganz witzig, da im Stream dann mal auch so vorbeizuschauen. Und ich weiß nicht, Caps, ob du vorhin hier warst, als ich das schon gesagt hatte, aber das, ich hatte halt so abgewegt, ne? Weil ein paar Streamer-Kollegen haben ja von dort aus gestreamt so, ne? So 2, 3, 4 Stunden oder so, ne? Und da war nachher schon, das war so der Zeitpunkt, wo so langsam die Sommerparty losging. Und die haben dann in das Segment der Sommerparty quasi reingestreamt, weil da noch so ein Timeslot eben für Streaming offen war und so, ne? Und ich hatte das aber nicht gemacht, weil ich mir so gedacht hatte, okay, im Prinzip machst du jetzt genau das, wenn du jetzt streamen würdest, was du auch von zu Hause auch aus machen könntest, also immer, was du jederzeit machen kannst und was du immer machen wirst, so, ne? Was du aber nicht immer machen kannst, ist dort vor Ort zu sein und mit den Leuten Gespräche zu führen, sich zu unterhalten, zu networken und Kontakte zu knüpfen und sowas, ne? Und am Ende des Tages ist der Stream von Playa Games aus, ist nur dafür da, dass du sagen kannst, ey, ich habe von Playa Games aus gestreamt, weil am Ende ändert sich nichts am Stream-Inhalt, außer dass du vielleicht einen anderen Hintergrund hast, ein anderes Setup. Und gut, in deinen Stream können vielleicht ein, zwei andere Leute so spontan reinhüpfen oder so. Deswegen hatte ich mich aktiv dagegen entschieden, von Playa Games aus zu streamen, weil in der Zeit, wo die anderen gestreamt hatten, in dem Segment, ging langsam die Sommerparty los und da hatte ich zum Beispiel dann halt eben diese sehr coolen Gespräche gehabt, die ich vielleicht nicht gehabt hätte, wenn ich das genutzt hätte zum Streamen. Ne? Ich hatte mich halt kurz danach auch mit Nisa unterhalten und die hatte ja von dort aus gestreamt und die hatte halt eben gesagt so, ja, eigentlich bereut sie das, live gegangen zu sein, 2 Stunden oder 2,5 Stunden oder wie lange auch immer, weil im Prinzip, und sie hat ja nicht mal eine Facecam, im Prinzip war es halt nichts anderes, als wenn du von zu Hause aus streamst, so, ne? Gut, du kannst sagen, du hast von Playa aus gestreamt, aber das war's. Inhaltlich ändert sich gar nichts so, ne? Und ja, sie hat zum Beispiel auch gemacht, weil sie jetzt schon lange nicht mehr live war und das für ihre Community gemacht und so. Und das kann man natürlich auch komplett nachvollziehen. Aber ich bin froh, mich dagegen entschieden zu haben und die Zeit genutzt zu haben, halt eben für solche Gespräche. War für mich persönlich Mehrwert, sag ich mal, auch wenn ich natürlich das Streaming so vermisst habe und euch auch vermisst habe und so. Ne? Deswegen, ja, aber so eine Gespräche kannst du halt nicht immer führen und so eine Zeit kannst du auch nicht immer haben, deswegen war das für mich, habe ich abgewegt und habe gesagt so, ich lasse das Stream sein und guck vielleicht mal hier oder da in einem anderen Stream vorbei, so im Stream vom Chase war ich ja auch zum Beispiel, da haben wir so ein geiles Rap-Battle mit Luti und Gorgos gemacht, im Official war ich ganz kurz, aber ja, generell wollte ich die Zeit dort vor Ort mehr genießen. Du lebst den Traum eines jeden Shakes-Spielers. Ja, was soll ich sagen? Ich kann es nicht leugnen. Ja. Also ich habe mir da jetzt auch wirklich einen Traum mit erfüllt. Du guckst lieber bei anderen Leuten so ein bisschen vielleicht mal rein, aber wenn du wirklich selbst den Stream anschmeißt, dann isolierst du dich erstmal von den anderen für 2, 3, 4 Stunden. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte mich nicht irgendwie so von der Party isolieren. Also wenn ich wüsste, du bist im Playa-Gebäude und im gleichen Stockwerk, ein paar Meter weiter dir, findet eine richtig fette Party statt mit ja, Thorsten, Marvin, allen Creatoren, allen Mitarbeitern von Playa. Und du hockst da und streamst. Also das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können im Nachhinein. Tele, danke schön für dein Follow. Bin da auch mehr der Networker, aber bin da auch sehr extrovertiert. Ich muss sagen, ich bin generell vom Typ her eher introvertiert. Also ich bin privat, ich weiß nicht, wie das darüber gekommen ist, so bei Playa. Ich bin vom Typ her mehr ein sehr ruhiger, introvertierter Mensch. Aber wenn ich mit den richtigen Leuten zusammen bin, dann bin ich auch sehr schnell mal extrovertiert. Das ist bei mir so ein Mix. Also ich muss mich mit den Leuten gut verstehen, dann bin ich auch extrovertiert. Aber ansonsten so erstmal, wenn ich mit den Leuten erstmalig in Kontakt trete oder so, bin ich eher ein bisschen zurückhaltend. Ey, Tuni, mein Bester, was geht? Grüße, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gesund und munter wieder zu Hause angekommen. Ich sagte, ich kann das auch fühlen, fand, das war eher in einem privaten Rahmen, deshalb habe ich gar nichts an Content gemacht. Moin erstmal. Ja, war bei mir genauso. Also,
So Vlog-technisch geht klar, weil da holst du mal kurz das Handy raus und filmst mal ein paar Zusammenschnitte und sowas zusammen so, ne? Aber sich da so für 3-4 Stunden zu isolieren, ey, dann guckst du lieber in den anderen Streams als Gast ein bisschen rein, ne? Und machst halt ein bisschen beim Content von den anderen mit so, bist da ein bisschen zu Gast so, aber sich da selbst so irgendwie 3-4 Stunden zu isolieren, habe ich halt überhaupt nicht gefühlt so in dem Moment so, ne? Ja. Ey, war aber auch sehr cool, dich mal persönlich kennenzulernen, Tuni. Also wirklich, ich habe wirklich selten, also ich kenne wirklich nicht viele Menschen, die wirklich so im Alltag so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Also ich will da jetzt kein falsches Wort nennen, aber oh, so absolut runtergefahren. Also von der Motivation runtergefahren. Also nicht demotiviert oder so, einfach so, als ob man so 10 Tage durchgefeiert hat. So war es so die ganze Zeit gewesen. So. Das fand ich so krass. Aber ja, du bist so vom Typ her, ne? Aber war sehr cool, euch mal auch mal wirklich privat kennenzulernen und dass man sich wirklich mal gesehen hat. Und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut auf jeden Fall. Ich habe die Zeit sehr genossen. Moin Nisa, grüß dich, hallöchen. Einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du bist auch heil zu Hause angekommen und dir geht's super. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich hätte auch im Nachhinein eher nicht gestreamt, aber wenigstens ein paar Leute aus der Community haben sich gefreut. Ja, und darauf kommt es ja am Ende des Tages auch an. Ne? Ich meine, gerade bei dir ohne Facecam, du kannst ja noch weniger zeigen. Die anderen haben ja wenigstens einen anderen Hintergrund gezeigt, beziehungsweise wenn da so andere Creator mal so im Bild waren, ist es ja besonders mal so alle auf einen Haufen zu sehen, so. Ne, das ist schon cool. Aber ansonsten ändert sich halt jetzt so vom Inhalt nicht sonderlich viel, so, ne? Ja. Aber wir haben ja die Nacht noch gut genutzt, auf jeden Fall. Die Nacht, also wir wollten ja danach noch auf die Reeperbahn, aber die Party bei Playa, die ging dann wirklich noch so lange, ey, dass danach gar nichts mehr los war. Also das war schon wirklich, ja, sehr spät nachher. Wir standen da wie die treuesten Wegbegleiter um 2:30 Uhr nachts. Alter, Gorgos, Gorgos war auch so durch, ne? Also ich hab so gedacht, okay, also so Gorgos sah so aus, wie ich mich gefühlt hatte nach den einen Drehtag oder nach den 2 Drehtagen bei Playa für das Playa Games Office Video auf 1 Stunde Schlaf und dann 20 Stunden gefühlt gearbeitet so. So sah Gorgos aus, wie ich mich danach gefühlt habe. Der war so durch, der Junge, ne? Aber man hat ihn angemerkt, innerlich trotzdem so unendlich glücklich und zufrieden, ja. Caro, Dankeschön für ein Follow. Und am Ende des Tages auch wirklich geil, da wurden halt wirklich extrem viele Wünsche von extrem vielen Leuten so erfüllt und ja, am Ende des Tages ist es halt eben das, worauf es ankommt, so ja, dass da so viel möglich gemacht worden ist, ne? Wie gesagt, hier auch die ganzen Bilder und Erinnerungen, wirklich, das kann man auch nicht mehr so wiedergeben, so, ne? Baldua, Dankeschön für dein Follow. Benny, grüß dich, moin, willkommen im Home, danke. Hau mir später mal den Vlog rein, alles klar, sehr gerne. Kriegt ihr noch mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Ich habe im Vlog noch mal so ein bisschen den Entstehungsprozess einer neuen Klasse gezeigt. Es gab da Segmente, da durften wir filmen. Es gab aber, ich sag mal, 95% durften wir nicht filmen, nicht aufnehmen, keine Fotos machen. Und 5%, und das war dieses Segment, wie entsteht eine neue Klasse. Da habe ich aber sowas von das Handy die ganze Zeit rausgeholt und drauf gefilmt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dera hatte denn schon, der saß da auf der Couch von Thorsten, das war ja oben im Büro, als wir das Meeting hatten da. Und Dera, ich habe dann so gefragt, dürfen wir jetzt Fotos und Film und so, ne? Und also, ja, geht klar. Ich gleich aufgestanden, letzte Reihe, Handy rausgeholt und Dera hatte nur so gefeiert, weil ich dann das gleich wieder so als Content so verarbeitet habe, ne? Direkt wieder verwurstet als Content alles so, ne? Aber ey, wenn man die Chance hat, am Ende des Tages kriegt ihr dadurch halt so ein paar Insights und das ist halt auch geil, so, ne? Hat Tuni euch seinen krassen Krieger gezeigt? Den krassen Krieger? Ja, Tuni hat gesagt, der Krieger muss noch genervt werden, der ist zu stark.
Also das ist, ja, das sehe ich auch hundertprozentig genauso. Den Vlog kann ich doch jetzt nicht schauen, wenn du online bist, der wird später nachgeholt. Sehr, sehr gerne. Ja, hast du auch recht irgendwie. Stimmt schon. Stimmt schon. Ja. Merk schon, eine illegale Streamer-Party, ja. War wirklich eine coole Aktion von Playa, auf jeden Fall. Ich hasse den Mann. Ja, Tuni macht sich immer sympathisch mit solchen Aussagen, ne? Vlog wann, wie, wo, war kurz in der Küche, Schnittchen machen. Guck mal oben im Chat, da ist das angepinnt. Ansonsten, ja, warte mal, ich mache mal den Link in den Chat. Wie gesagt, schaut da nachher sehr gerne vorbei. Hau ich nochmal kurz rein. Da habt ihr nochmal den Vlog vom Wochenende. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Zusammenschnitt. So ist jetzt kein Video wie letztes Mal, wo wir mit Sergio da waren, 2 Kameramännern und ein Skript und sowas alles. Das ist es nicht. Es ist einfach nur ein Homemade, Oldschool Vlog, Ausschnitte aneinandergereiht. Mehr ist es nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Krieger muss gedrosselt werden. Safe. Viel zu stark. Ja, nee, wie gesagt, auch dass das mit dem Wetter und sowas alles gepasst hat, so wirklich, ne? Die Tage davor immer geregnet, immer Regen und so, ne? Und da seht ihr ja Sonnenschein, kein Wind, wirklich kaum bewölkt, so, ne? Digga, das ist auch, ich habe so drauf gepocht, dass wir ein Bild zusammen machen, wir drei, weil ich mir so gedacht habe, das kann nur ein Legendenbild werden, so, ne? Ich habe hier noch ein paar andere Bilder so. Also am Ende des Tages hat es das Bild geschafft, so. Es kamen auch noch ein paar andere Bilder, die fand ich dann aber nicht ganz so förmlich, muss ich sagen. Ja, ich meine, das ist auch irgendwie cool so. Ne? Das hat auch irgendwie was. So, aber das hat es dann am Ende des Tages dann nicht in die Galerie geschafft, sag ich mal. Ne? Und, oh mein Gott, habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, ob ihr das schon im Stream gehört habt, ne? Aber das ist ja auch sowas hier, ne? Das Bild. Ey, wir hatten ja festes Programm gehabt, ne? Wir hatten ja ein festes Programm und da mussten wir durchziehen, so, ne? Und wir sind ja da die ganze Zeit mit Fahrstuhl so hin und her gefahren, ne? Auf einmal eine Gruppe, eine Gruppe von ein paar Leuten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war mit wem war ich da im Fahrstuhl? Mit Gorgos, glaube ich. Mit Nisa, Domka. Boah, ich weiß nicht, ob wir es zu dritt oder zu viert. Auf jeden Fall sind wir in die 2 Fahrstühle gegangen, so, ne? Und die Dame an der Rezeption, die erzählte uns dann im Nachhinein so, es kommt vielleicht so ein, nicht mit mir? Ach, mit wem war ich denn da noch? Ah, du warst ja nicht in dem Fahrstuhl dabei, der stecken geblieben ist, ne? Es kommt so einmal im Jahr vor, dass die Fahrstühle da stecken bleiben, so, ne? Die Fahrstühle bleiben da so stecken. Doch, ja? Ah, du bist ja gar nicht auf dem Bild hier drauf? Oder hatte ich ChatGPT da rausge-KI'd? Es kommt so einmal pro Jahr vor, dass die da so stecken bleiben. Beziehungsweise, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Aber es ist noch nie passiert, dass da währenddessen der Fahrstuhl nicht funktioniert, da Leute drinne waren, die stecken geblieben sind. So, und dann kommen einmal im Jahr das erste Mal überhaupt die Creator da vorbei und der Fahrstuhl bleibt stecken und die Leute sind da drinne. Die Leute sind da drinne, wir haben ein festes Programm. Oh, ich weiß nicht mehr, mit wem ich da noch im Fahrstuhl alles war. In dem anderen. Auf jeden Fall hatten wir den Fahrstuhl, der nicht stecken geblieben ist. Und die anderen hatten den. Ach doch, guck mal hier. Hier, ich zeig nochmal das Bild. Hier, Florian, Zombie, Chase, Sadek und Gorgos. Ja, die waren da am Fahrstuhl und die sind da stecken geblieben, Alter. Da musste da erst irgendjemand vom Fahrstuhl-Service da kommen. Ich war mit Lieutenant noch. Das weiß ich, der hatte mir noch irgendwas davon an die Backe gelabert, dass er hier der Fahrstuhlinspektor ist oder Profi und dann, ja, das ist so und so und ja, im Nachhinein, ich war auch so froh, ne? Ich war so froh, nicht da stecken geblieben zu sein. Vor allen Dingen, wer hatte das erzählt? Ich glaube, wer hatte das erzählt? Flo oder so? Die haben dann da gehört, als der da stecken geblieben ist, der Fahrstuhl, dass die gehört haben, dass da irgendwie eine Schraube oder sowas dann da runtergefallen ist und dann so mit einem Ruck auf einmal die so 1, 2 Stockwerke so so richtig heftig so runtergegangen sind, bevor diese Sicherung dann eben da, ne, zum Tragen kommt und dann, ja,
nichts weiter passiert. Aber alleine dieses Geräusch, als ob sich da irgendwo eine Schraube löst und die da so runter... Bro, what the fuck? Alter, das ist mir auch noch nie passiert, ne? Und so geil, die haben das Bild einfach so als so Elevator-mäßig so eingestuft, ne? Weil im Prinzip ist der Elevator ja auch ein Fahrstuhl, so. Das hat so gepasst wieder, ne? Das hat so 1, 2 Stockwerke übertrieben halt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die halt so einen Ruck gehabt, wurde mir erzählt, dass die halt so einmal so abgesackt sind. Also kann halt wirklich sein, dass es so ein Stockwerk so kurz mal runter und dann halt irgendwas klimpern hören, dass da irgendwas runtergefallen ist, so, ne? Und, ja, Bro, also, das ist wirklich übel. Hat er erzählt, ein Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, wirklich. Also, stellt euch mal vor, das ist ja krass. Aber ich habe mir so im Nachhinein gedacht, ey, also jetzt ist es ja raus, aber wenn das die Community so mitkriegt oder so weiß, was da eigentlich wieder für Memes draus entstehen können, so, ja, bei Playa funktioniert wieder gar nichts, bei Playa funktionieren nicht mal die Fahrstühle, da funktionieren die Server nicht, so, was funktioniert da eigentlich? Ich bin schon ehrlich, ich habe mir schon im Kopf bildlich vorgestellt, sollten wir fallen, schmeiße ich mich auf Chase Tunig Ostlauch. Ey, es ist vielleicht nicht der unsicherste Platz auf jeden Fall, ne? Aber ja, ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, wirklich. Vor allen Dingen, wir stehen da draußen, warten, das, ne, vor allen Dingen Programm, alles dies, das, so Zeit, ne, und die müssen dann da erst so rausbefördert werden, also das ist wirklich schon, also ja, Worst Case, wirklich, muss auch, glaube ich, wirklich unangenehm für Playa gewesen sein, weil es ist wohl noch nie passiert, dass da Leute drin stecken geblieben sind, dass der einmal im Jahr oder so nicht funktioniert, kam wohl mal vor, ja, aber nicht, dass da Leute drin stecken geblieben sind. So. Wäre das dann ein Arbeitsunfall? Ja, ich meine, wir sind ja jetzt nicht angestellt bei Playa, ne? Tuni schaut aus wie ein Türsteher. Ja, Tuni hat sich da von der besten Seite gegeben. Er hat so gesagt, so Brust raus, Bauch rein und dann da wie ein Cowboy stehen. Aber wirklich, ist Legendenbild auf jeden Fall. Ja. Zombie auch, wirklich. Habe ich ja so bisher auch noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt, so großartig, ne? Auch richtig netter Mensch, wirklich ein sehr energiegeladener Mensch, würde ich mal sagen. Jemand, der auch wirklich extrem viel Energie hat. Ein sehr lustiger Mensch und ja, ist auch sehr motiviert immer, merkt man. Ein strammer Mann, zieht durch, macht sein Ding, lässt sich davon nicht abbringen. Auch sehr diszipliniert, würde ich so sagen. Und ja, habe ich mich auch sehr gut mit ihm verstanden, auf jeden Fall. Das ist eine coole Socke. Ja, auch ein sehr hübscher Mann, auf jeden Fall, ja. Das muss man auch mal so das Kompliment mal geben, ne? No homo an der Stelle natürlich. Und Gorgas, das ist auch wirklich ein Legendenbild hier, wirklich. Sehr, aber Gorgas hat sich auch richtig rausgeputzt. War auch nochmal beim Friseur gewesen, einen Kaffee trinken. Und auch nochmal dann wirklich sehr, sehr rausgeputzt da. Ja. Bist du im Aufzug stecken geblieben? Nee, ich nicht. Es gibt 2 Aufzüge bei Playa. Wir haben die beide gleichzeitig genutzt. Und ja, da sind halt Sadek, Gorgos, Chase, Zombie und Florian sind da stecken geblieben. Ich war mit Lieutenant und Nisa. Ich glaube, wir waren nur zu dritt in dem anderen Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht warum. Und ja, wir sind nicht stecken geblieben. Drop ist feini, Dankeschön für dein Follow. Das spielt aber keine Rolle, ob du dort angestellt bist. Ihr habt ja dort gearbeitet. Ja, ich hätte nur gedacht, man ist so dann versichert, wenn man dann als Arbeitnehmer dort ist. Und dann so, na, wir sind ja keine Arbeitnehmer. Ich weiß, in meiner Firma, wenn ich mich dort verletze, ja, da gibt es Unfallbuch, dann ist das Arbeitsunfall und so. Aber wir haben ja wir sind ja keine Angestellten. So. Deswegen, ich weiß nicht, wie das rechtlich gewesen wäre. Ja. Ja, und der Aufzug von Luti, Nisa und mir, der funktionierte. Wir sind wieder raus. Und das Lustige vor allen Dingen, das Lustige ist, als das passiert ist so, wir haben ja gleichzeitig den Fahrstuhl genutzt, ne? Und wir haben so gedacht, okay,
sind die jetzt in ein anderes Stockwerk gegangen als wir? Weil wir haben gesagt so, okay, wir gehen erst ins 9. Und andere meinten dann so, nee, ja, wir fahren jetzt ins 8. oder irgendwie so war das, ne? Und dann haben wir so gedacht, okay, sind die jetzt doch ins 9. gegangen? Dann sind wir erst hochgegangen. Und dann haben wir so gedacht, okay, sind die anderen in dem Moment, wo wir hochgegangen sind die jetzt quasi dann runtergegangen? Weil die vielleicht hätten denken können, so, okay, ja, haben die jetzt vielleicht gedacht, okay, ist jetzt doch das 8. oder das 9. so, ne? Also genau umgekehrt. Und dann sind wir erst einmal hoch, dann wieder runter. Und dann haben wir irgendwann erst realisiert, scheiße, die sind im Fahrstuhl stecken geblieben. Weil wir die ganze Zeit gedacht haben, okay, wir rennen uns die ganze Zeit aneinander vorbei, so. Ja. Über den World Boss und den Pestdoktor dürfen wir erzählen. Und das ist auch nice, dass wir es so alles gesehen haben und spielen durften und so, ne? Aber ich sag euch ehrlich so, diese Momente mit den anderen Streamern und mit den anderen Playa-Mitarbeitern oder mit Thorsten oder Marvin, so diese Gespräche zu führen, das bleibt am meisten im Kopf für mich persönlich. Das waren so die Highlights für mich persönlich. Im Vorhinein habe ich mich so drauf gefreut, so, okay, nice, wir können schon den World Boss sehen, wir können ihn spielen. Wie ist der so? Ne, Pestdoktor ausprobieren. Ne? Es war auch cool und auch so in die Entwicklungsprozesse und sowas damit eingebunden zu werden und so. Aber die Gespräche, die man halt mit den anderen Creatoren und mit den anderen Leuten so hatte, das ist dann am Ende des Tages das, was man dann nicht vergisst.